Himmel über dem Camino, im Original Camino Skies, ein Film vom Jakobsweg, der jetzt in die Kinos kommt. Ich war mit einer Freundin für uns in einer Vorstellung und werde euch berichten, ob es sich lohnt, in den Film zu gehen. Möchtet ihr weitere solche Videos hier sehen? Dann freue ich mich, wenn ihr jetzt abonniert. Nach einem kurzen Intro erzähle ich euch, wovon der Film handelt. Die Kinos sind wieder geöffnet und ein Film zum Jakobsweg ist erschienen. Yay! Es gibt viel zu erzählen. Ich habe mir schon Wasser bereitgestellt. Holt euch auch was zu trinken und zum Knabbern. Lehnt euch gemütlich zurück. Der Film wird hauptsächlich in den kleineren Arthouse-Kinos vorgeführt und bei dem Stichwort Arthouse möchte ich euch wirklich ans Herz legen, öfters ein solches zu besuchen und diese kleinen, schnuckeligen Kinos zu unterstützen. Sie haben eine ganz besonders schöne und private Atmosphäre und man wird häufig noch vom Inhaber selbst begrüßt. Das ist jetzt keine Werbung, sondern meine absolute Empfehlung. Ich war selbst längere Zeit in einem tollen Team in einem Arthouse-Kino tätig. Und ja, ich weiß, wovon ich spreche. Einen lieben Gruß an dieser Stelle an Detlef und das Arthouse-Kino Hitsch in Neuss. Wir haben uns den Film im Kinoatelier am Bollwerk in Stuttgart angesehen. Alle Quellenverweise und Weblinks findet ihr wie immer in der Infobox unten. Camino de Santiago va caminando la peregrina Film Himmel über dem Camino, Genre Dokumentation, wurde im Jahr 2019 produziert. Drehzeit waren 42 Tage und die Fertigstellung innerhalb eines Jahres. 2019 dann feierte der Film auf dem Newport Beach Film Festival in Kalifornien seine Premiere. Aufgrund des zweiten Lockdowns in der Corona-Pandemie musste das Erscheinungsdatum auf Mai 2021 gelegt werden. Kinostart selbst war der 29. Juli. Himmel über dem Camino, der Jakobsweg ist Leben, spielt auf dem klassischen Jakobsweg, auf Teilen des Caminos Frances, der von Saint-Jean-Pied-de-Port nach Santiago de Compostela bis hin zum sogenannten Ende der Welt führt. Als Untertitel beschreibt sich der Film selbst als ein Film über das Leben, die Liebe und das Loslassen auf dem Jakobsweg. Der Titel des Filmes Himmel über dem Camino bezieht sich auf den spanischen Begriff für den Jakobsweg Camino de Santiago. Der Blick ist nach vorn und nach oben gerichtet, die Gedanken reichen in die Zukunft, die Reise geht weiter. Produziert wurde Himmel über dem Camino in Neuseeland und Australien. Es ist der Debüt-Dokumentarfilm der australischen-neuseeländischen Regisseure Noel Smith und Fergus Grady, wobei Noel Smith gleichzeitig auch die Kamera geführt hat. Neben einer handgeführten Kamera, um die körperliche Anstrengung der Pilger plastisch wiederzugeben, waren für Landschaftsaufnahmen das Stativ sowie eine Drohne, um die Entfernung zu verdeutlichen, im Einsatz. Auszeichnungen, die die Dokumentation erhalten hat, sind beste Regie und beste aufstrebende Filmemacher auf dem Dog Edge Film Festival 2019 sowie der Dokumentarfilmpreis in Bronze bei den AAC, VIC und TAS Awards 2019. Zu den Hauptdarstellern zählen Sue und Claude, die eine aktive Rolle in der Jakobsweg-Gemeinschaft haben, Terry, der über einen Zeitungsbericht gecastet wurde, nebst seinem Schwiegersohn Mark, sowie Julie und Cheryl, die sich für den Film auf eine Anzeige der Filmemacher im Newsletter eines Reiseunternehmens meldeten. Genaueres wussten die Regisseure bis dahin nicht von ihren Protagonisten und verließen sich auf ihre Einschätzung, ganz spannende Lebensgeschichten mit ihren Darstellern im Film erzählen zu können. Camino de Santiago va caminando la peregrina. Innerhalb
von 80 Minuten erzählt der Film die Geschichte von diesen 6 sehr unterschiedlichen Pilgern, die sich nach Santiago aufmachen, um die jüngsten Schicksalsschläge ihres Lebens zu verarbeiten. Die außergewöhnlichen Umstände machen den Jakobsweg zu einem Schmelztiegel menschlicher Emotionen. Hauptthema des Films sind die Darsteller, die Teilstücke des 800 Kilometer langen Weges bewältigen, um zu lernen, mit ihrer Trauer umzugehen. Der Film dokumentiert ganz alltägliche Menschen und bildet ihre außergewöhnliche Leistung auf dem Jakobsweg mit all seinen Höhen und Tiefen ab. Dabei werden wichtige Themen wie Verlust und Hoffnung besprochen, wobei behutsam der individuelle Umgang mit der Trauer behandelt wird. Prämisse und Ziel der Filmemacher war es, und hier zitiere ich noch einmal: Was immer geschehen würde, sollte mit der Kamera festgehalten und von den Pilgern selbst kommentiert werden. Die Bilder, die Töne und die nachträglich eingefügte Musik sollen dem Publikum die Gelegenheit geben, mit allen Sinnen in diese epische Reise einzutauchen. Papa Santiago, no llores más. Die Filmmusik ist eine Mischung aus lizenzierten Tracks und einer Originalpartitur des neuseeländischen Komponisten Tom McLeod. Den Jakobsweg zu pilgern ist ein unvergessliches Erlebnis für Hunderttausende von Menschen aus allen Ländern der Welt. Die Idee des Filmes ist, dem Zuschauer zu zeigen, mit welchen Herausforderungen sich die Protagonisten auf ihrem Weg auseinandersetzen müssen, die Körper und Natur an sie stellen. Ich fühle mich viel besser. Ich war ja eine Woche erkältet. Wenn es mir in ein paar Tagen noch besser geht, werde ich gefährlich. Er soll ein Gefühl dafür vermitteln, wie diese einmalige Erfahrung Menschen aus allen sozialen Schichten zusammenbringt. Im Kreise Gleichgesinnter finden sie Trost und Freundschaft und entwickeln einen eisernen Willen, den langen Weg zu bewältigen. Wer den Jakobsweg gemeistert hat, ist nicht mehr derselbe Mensch, der er am Anfang der 800 Kilometer langen Strecke war. Am Ende des Videos kommt ihr natürlich in den Genuss des ganzen Trailers. Bevor wir zu meiner Bewertung des Filmes kommen, noch ein kleiner Disclaimer von mir. Es wird in meinem nächsten Video ein Interview mit einem Pilger geben, der gerade vom Jakobsweg zurück ist. Gibt es Fragen, die euch dazu interessieren, so schreibt diese bitte direkt mit unten in die Kommentare. Dann können wir die nämlich direkt auch besprechen. Nun aber zurück zum Himmel über dem Camino. Komm her, Claude. An dem Film gefällt mir besonders gut, dass man 6 Pilgern mit ganz unterschiedlicher Vorgeschichte auf ihrem Weg nach Santiago de Compostela über die Schulter schauen darf. Ein Dankeschön an die Schauspieler, für die es nicht einfach sein kann, ihre Geschichte so ehrlich vor der Kamera mit dem Wissen, dass diese einem großen Publikum gezeigt werden wird, zu erzählen. In diesem Film wird nichts beschönigt, sondern authentisch der echte O-Ton der Hauptfiguren wiedergegeben, und auch der Jakobsweg wird absolut ungefiltert gezeigt. Das gibt dem Film ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Mein Respekt für so viel Mut. Die Umsetzung des Themas ist gut gelungen. Schon nach kurzer Zeit fühlt man sich mitten im Geschehen. Die Handlung selbst habe ich als etwas belastend empfunden. Die Geschichten der Hauptdarsteller sind sehr berührend. Für diejenigen, die sich mit schweren Schicksalsschlägen anderer schwer tun, ist dieser Film wahrscheinlich schwierig. Soll euch der Jakobsweg hingegen dazu dienen, einen eigenen Schicksalsschlag zu verarbeiten, ist der Film für euch sehr wertvoll. Nicht alle wichtigen Meilensteine des Camino Frances werden gezeigt, sondern mehr ein Eindruck vom Laufen des Weges selbst vermittelt. Trotzdem kann ich mich an besonders prägnanten Stellen wiederfinden, wie, um nur 2 zu nennen, zum Beispiel dem Cruz de Ferro oder bei einem Gitarrenspieler kurz vor Astorga, der sein Lied stets an den jeweiligen Pilger anpasst. Bei mir war es das Lied Die deutsche Pilgerin mit Hund, also die Worte Alemania und Perro bzw. Peregrino. Papa Santiago, en el camino de Santiago. Ich hätte tatsächlich gefreut, wenn noch etwas mehr links und rechts abseits des Weges, seien es Denkmäler oder andere für den französischen Jakobsweg typische Stellen, beinhaltet wären. Aber das ist natürlich
meine ganz persönliche Erwartungshaltung. Die Regisseure Noel Smith und Fergus Grady sowie die Produktionskoordinatorin Phoebe Curran waren über die gesamte Strecke an der Seite der Hauptdarsteller. Alleine die Kamera wog 5 Kilo. Man kann sich vorstellen, wie viel Gepäck für das Team mitzutragen war. Wie interessant wäre es gewesen, ebenfalls vom Filmen und der Regie vor Ort Szenen zu sehen mit einem kurzen Blick hinter die Kulissen. Aber daraus kann man ja noch eine Kurzdokumentation machen. Vergessen darf man auch nicht, wie schwierig es ist, auf der einen Seite den Einzelschicksalen genug Bedeutung zukommen zu lassen und auf der anderen Seite dem Jakobsweg genügend Raum zu geben. Immerhin werden in Spielfilmlänge die Erfahrung eines 800 Kilometer langen Pilgerweges, für den man gewöhnlich 4 bis 5 Wochen braucht, zusammengefasst. Das ist der Regisseurin gut gelungen. Mein Eindruck ist, dass versucht wird, allen Eventualitäten auf dem Jakobsweg in der Story Rechnung zu tragen. Von der Bettwanze bis hin zum abgelösten Fußnagel. Auf mich wirkt das etwas überspitzt, obwohl dies sicherlich dem gezeigten Jakobsweg entsprochen hat. Auf der anderen Seite heißt das aber auch nicht, dass dies jedem Pilger zwingend widerfahren muss. Ich möchte das noch einmal explizit herausstellen und da vielleicht auch ein paar Ängste nehmen. Überrascht hat mich, dass der Film je nach Blickwinkel des Betrachters ganz unterschiedliche Emotionen auslöst. Je nach Ausgangssituation, in der man sich selbst befindet, bewertet man den Film unterschiedlich. Deutlich ist mir das geworden, als ich mit meiner Begleitung nach dem Film diesen habe Revue passieren lassen. Meine Begleitung ist im Gegensatz zu mir den Jakobsweg noch nicht gelaufen, hat aber immer damit geliebäugelt, es einmal zu tun. Sie ist erstaunt über die Unwägbarkeiten und schlechten Wegverhältnisse auf dem Camino und ist mit dem Zweifel aus dem Film gegangen, dass dieser für sie überhaupt zu bewältigen ist. Manche sagen, oh, ich kann nicht weiter. Doch, das kannst du. Komm weiter, Süßer. Es wäre schade, wenn das die Quintessenz wäre, die zukünftige Pilger aus dem Film mitnehmen. Dieser für einen zukünftigen Pilger bedeutende Rückschluss wird auch nicht die Intention des Filmes sein. Vielmehr sind in dem Ganzen die schönen Momente, die auf dem Jakobsweg absolut überwiegen, vielleicht ein wenig untergegangen. Aber es gibt sie, die lustigen Szenen mit der Situationskomik, die so typisch für den Jakobsweg sind. Auch die Momente der Leichtigkeit und der Verbundenheit der Pilger untereinander sowie die Gastfreundlichkeit der Spanier kommen in dem Film schön zur Geltung. Buen Camino. Okay, ein Zweierteam. Kriegt ihr dann jeder eine halbe Pilgerurkunde? Zugegeben hat das Kamerateam mit dem Wetter ein wenig Pech gehabt. Die Handlung spielt vermutlich in den Frühlingsmonaten, in denen natürlich vermehrt mit Kälte und Regen zu rechnen ist. Aber da bin ich mir nicht sicher. Vielleicht weiß jemand von euch, wann die Pilger genau unterwegs waren. Von den Temperaturen her ist diese Jahreszeit sehr viel angenehmer zum Pilgern, trotz des Regens. Und die Natur ist sehr grün und steht voll im Saft. In dem Film werden einige schwierige Streckenabschnitte mit Matsch, Geröll und Steigungen dargestellt. Damit wirken viele Teile des Weges tückisch, ja vielleicht sogar ein wenig bedrohlich. Mir persönlich, da ich die Strecke bereits kenne, ist dies im Film nicht als erschreckend aufgefallen. Vielmehr darf man mit dem Bewusstsein den Jakobsweg laufen, dass es wirklich für jede auch noch so aussichtslose Situation eine Lösung geben wird. Dies wird in dem Film sehr schön deutlich gemacht. Das will ich euch aber nicht vorwegnehmen. Wenn ihr euch den Film selbst anschaut, dann denkt einfach an das Stichwort Hund und dann wisst ihr genau, was ich meine. Meiner Meinung nach ist die Zielgruppe des Filmes breit gefächert. Der Film ist gemacht für ehemalige Pilger, zukünftige Pilger sowie einfach nur Interessierte. Die Hauptdarsteller sind hauptsächlich mittleren Lebensalters und höher. Ihre Problemstellungen und Stolpersteine auf dem Jakobsweg sind für eine ältere Zielgruppe sicherlich einfacher nachvollziehbar. Das Ende des Films empfinde ich nicht als besonders ausgefallen, sodass man mit einem Wow-Effekt aus dem Film gehen würde. Aber die Geschichten der einzelnen Schicksale werden aufgeschlüsselt und man erhält damit einen eindrucksvollen Abschluss der Handlung. Somit erhält man eher den Aha-Effekt.
Das hier ist natürlich ausschließlich meine persönliche Meinung. Jeder von euch wird den Film von einer anderen Perspektive aus sehen und insofern auch anders erleben. Würde ich den Film empfehlen? Ja. Würde ich den Film noch einmal schauen? Ja. Und ich sage euch auch warum. Ich kann euch empfehlen, diesen Film anzuschauen, vielleicht mit einer etwas anderen Erwartungshaltung, als ich sie gehabt habe. Für jemanden, der bereits den Jakobsweg gegangen ist, als Ausflug zurück auf den Jakobsweg mit einem Einblick in die Schicksale der unterschiedlichen Hauptdarsteller und deren Gründe, den Weg zu laufen. Für diejenigen, die sich dafür interessieren, den Jakobsweg noch zu laufen. Immer vor dem Hintergrund, dass dies keine reine Dokumentation über den Jakobsweg ist und nur einen Strang abbilden kann, nämlich den Jakobsweg der 6 Hauptdarsteller. Gerichtet ist der Film vermutlich an eine ältere Zuschauergruppe mit ähnlichen Bedürfnissen und Weltanschauungen wie die der Protagonisten. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass auch jüngere Zuschauer den Film genießen werden, wenn sie im Hinterkopf behalten, dass ihre Art und ihre Beweggründe, den Jakobsweg zu laufen, andere sein werden und sie sich dieses Erlebnis dann auch dementsprechend gestalten können. Jeder schreibt auf dem Jakobsweg seine eigene Geschichte mit den jeweiligen persönlichen Voraussetzungen und der Frage danach, wie man sich den Jakobsweg gestaltet, welche Etappenabschnitte man wählt, welche Menschen man unterwegs kennenlernt und so weiter. Und jeder wird seine ganz persönlichen Erkenntnisse von dem Jakobsweg mit nach Hause nehmen. Abschließend kann ich sagen, dass ich mich wirklich freue, dass die beiden Regisseure so charismatisch sind und den Schritt gewagt haben, einen, sagen wir mal, Nischenfilm ins Kino zu bringen. Jakobsweg und Darsteller werden ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen sehr transparent und authentisch dargestellt, ohne etwas zu verschönern. So sehen wir unter anderem Julies ergriffene Reaktionen auf eine Sängerin sowie einen Zusammenbruch von Sue am Straßenrand. Die Ehrlichkeit der Dokumentation ist meines Erachtens sehr wichtig für alle, die sich auf den Jakobsweg vorbereiten wollen. Den Film werde ich mir gerne noch einmal anschauen, nicht allein wegen der Geschichten der Darsteller. Sie sind ergreifend und machen die Gründe, den Jakobsweg zu laufen, erlebbar, sondern insbesondere wegen der Momentaufnahmen, die in mir Erinnerungen an den eigenen Jakobsweg auslösen und für mich einen Moment dorthin zurückholen. Der Film ist so kurzweilig, dass ich erschrocken war, als plötzlich die Lichter im Kinosaal schon wieder angingen. Insgesamt, in welcher Richtung auch immer, vermag der Film einen zum Nachdenken anregen. Das spricht für den Film, weil es zeigt, dass jeder für sich persönlich etwas aus diesem Film mitnehmen kann, das ihn dann noch einige Zeit weiter beschäftigt. Darum würde mich interessieren, wie euch der Film gefällt, falls ihr ihn schon gesehen habt, oder ob ihr einen Lieblingsfilm zum Jakobsweg habt, welcher das ist und was euch daran so gut gefällt. Schreibt mir das doch bitte einmal in die Kommentare, dann kann ich da gleich mal hineinschauen und mit euch diskutieren. Plant ihr euch den Film anzusehen, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Vergesst die Taschentücher nicht. Jetzt kommt der versprochene Trailer in voller Länge für euch. Zeit noch einmal kurz zu abonnieren oder einen Daumen hoch zu geben. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Sie suchen etwas in ihrem Leben, weil sie eine persönliche Krise gehabt haben. Ich hoffe, dass ich den ganzen Jakobsweg schaffe. Ich habe meinen Ehemann Paul verloren. Du suchst nach dem Sinn. Du hast keine Ahnung, mit wem du da wanderst. Du musst deinen Kopf gesenkt halten und du musst weitergehen. Ich werde sterben. Gut. Ich sterbe jetzt in diesem Graben. Wir sind alle sehr unterschiedlich. Kriegt ihr dann jeder eine halbe Pilgerurkunde? Manche sagen, oh, ich kann nicht weiter. Doch, das kannst du. Komm weiter, Süßer. Nenn mich nicht Süßer. Komm weiter, Liebling. Also gut, auf geht's. Einen Schritt nach dem nächsten und du erreichst dein Ziel. Dein Körper schreit vor Schmerz.
Ich schaffe das. Es war verdammt anstrengend. Jeder ist verletzt. Ich kenne deinen Schmerz. Jeder braucht die Hilfe des anderen. Aber das Schöne ist, dass wir alle in der Gruppe auf die anderen aufpassen. Ich kenne eine Menge Leute, die den Jakobsweg allein gegangen sind. Aber für mich wäre das zu hart. Ich will jetzt einen Kaffee trinken. Das Leben ist so kurz. Genieße die gute Zeit, die du hast. Der Jakobsweg ist wie das Leben. Du musst aufhören, wie ein alter Mensch zu denken. Wir sind nicht alt. Wir sind jung! Tut das ja nicht in dem Film.